Schaut mich nicht an. Schaut mich nicht an. Ich bin euch nicht würdig. Meine Seiten sind auf, weiß ich nicht, 20 Millimeter. Und mein Bart sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction. Ich wollte gestern zum Friseur. Ich wollte Haare... Was? Ich wollte Haare schön machen, Seiten wieder frisch, Konturen machen, ein bisschen, wie sagt Hussein immer, frisch machen, bisschen schön machen. Konnte gestern nicht, hat alles nicht mehr geklappt und heute hat Hussein frei sein, wirklich gegönnt vom Herzen. Wer aus Wuppertal kommt, Orhans Barbershop, bester Laden. Und ja, deswegen müsst ihr mich jetzt leider so ertragen. Ich mache mal ganz kurz hier alles weg. Aber das soll uns nicht daran hindern, hier heute eine Knüller-Reaction aufzunehmen. Und zwar eine Frage, die sich viele von uns stellen. Der Algorithmus hat wieder gegönnt und mir ein Video reingespült. Und zwar von Stone Mountain 64. Und der Name kommt mir bekannt vor. Ich weiß, dass ich irgendwas hatte ich mal mit dem. Also nicht intim oder so, aber ich glaube, entweder habe ich den mal geholt oder ich habe schon mal auf ein Video von denen reagiert und wusste nicht, wer das ist. Jetzt habe ich ein Gesicht, der sieht aus wie ich. In besser und in wesentlich erfolgreicher. Und der hat ein Video dazu gemacht, was hat dafür gesorgt, dass Warzone, ja, gestorben ist, Anführungsstrichen, also, dass es den Hype verloren hat für die meisten, ne? Also, so eine Grund-Community ist ja immer da bei den Spielen. Und da zählt ihr wahrscheinlich dazu, die sich Reactions zum Warzone-Spiel reinziehen. Aber ne, ihr habt jeder von euch, schreibt es gerne mal in die Kommentare, jeder von euch, der dieses Video sieht, hat mindestens, außer Kalten würde ich jetzt sagen mal 4. 4 Kollegen, die mal Warzone gespielt haben und es jetzt nicht mehr zocken. Und deswegen schauen wir uns jetzt ein Video dazu an, wie es dazu gekommen ist. Ich habe mal ein bisschen reingeschnuppert. Eine ganz gute Zusammenfassung. Warzone History, dann Warzone 2, die Probleme und dann zum jetzigen Warzone dachte ich mir, ist eine geile Reaction. Wenn euch die Idee gefällt und ihr Bock habt auf Daily Warzone-Content, Warzone-Reactions und Gaming, ja, Gaming-bezogenen Inhalt, würde ich mich sehr über ein kostenloses Abo freuen. Wir haben jetzt die 22.000 endlich geknackt. Sehr, sehr geil auf dem Weg zu den 25k. Und wäre geil, wenn wir hier 400 Likes auf dem Video hätten. Einfach runterscrollen, so wie ich. Ein Like da lassen. Abfahrt! People still play this dead game? Ja, ist so schlimm. I see a lot of this, even with Warzone 3 out, despite still having Jedes one of the Mal. largest communities. Modern Warfare Live Player, Online Players 88.000 Sus, Active Player insgesamt 70 Millionen, Watched Hours 41 Millionen, Peak Viewer 157.000. ActivePlayer.io. An uncommon sentiment, and it's also an understandable one. But why? And Why? what's been the impact of the new Call of Duty release? I'm well over 100 wins on the new game, World First Season 2 Nuke. Stark, macht er gut. Vielleicht habe ich deswegen auf ihn reagiert. Ach, hat er mit Taskas? Warte mal ganz kurz. War das das? Ich weiß halt, aber warte, er sieht wirklich ein bisschen aus wie ich, ne? First Season 2 Nuke and upload Stark. daily videos about this thing. From what I've seen though, unless it's a funny or troll video, most of the content that really blows up on this game is problems, cheaters, and a lot of complaints. Wenn man sich das so anguckt, das ist wirklich krass, ja. Also das ist aber nicht nur in diesem Spiel so. Die negativen Videos werden immer besser geklickt und kommen immer besser an als positive Videos. Ich will jetzt, ne, ich habe super, also nicht, was heißt, ich habe super guten Kontakt, ist viel zu übertrieben, aber einfach mal als Beispiel Heptik, ne. Er liebt ja Call of Duty und er hat natürlich auch viel Recht in den Dingen, die er sagt, aber ich sag mal, es spielt ihm auch irgendwo in die Karten, dass er nicht über ein Spiel immer die Titel wählt, keine Ahnung, das ist das beste Spiel aller Zeiten oder ich liebe Call of Duty oder das hat super viel Spaß gemacht, sondern, ne, schaut in die Bild-Zeitung oder keine Ahnung, negative Schlagzeilen hitten halt mehr. Wenn ich ein Video mache, keine Ahnung, Zitat Activision oder, also ein Zitat also von irgendjemandem, Activision ist die schlechteste Company der Welt oder das ist eine Unverschämtheit, das schlechteste Update der Welt, das catcht die Menschen immer häufiger und immer besser. Das ist aber nicht nur Call of Duty so. Ich glaube, das hat jedes Spiel und das lässt sich immer besser klicken, aber sonst gehe ich Handshake mit ihm. Auch bei mir klicken diese Videos immer am besten. Maybe this is why you're here now watching this. Yeah. Hi, how you doing? The game is so well known with previous players. There's relevance and people want to know what's going on. I've seen a similar phenomenon over the years with Battlefield, Halo, but this isn't even exclusive. Wie ist das eigentlich? Ich möchte da eure Meinung mal zu hören. Thema englische Videos, übersetzen, was er sagt oder nicht.
weil viele Leute sagen immer, ich soll aufhören, das mal zu übersetzen, aber ich weiß ja, dass es auch viele Leute gibt, die Englisch einfach nicht können, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich weiß nicht, meldet euch mal in den Kommentaren. Habe ich mehr Leute, die Englisch checken, Leute, die wollen, dass ich übersetze? Ist es euch Wumpe? Haut's da bitte rein, das ist mir sehr, sehr wichtig. Of its launch, it being such a fun new take on Battle Royale, which was already such a popping genre at the time. The map was the biggest we had seen in Call of Duty and competed for size and detail with any of the other Battle Royales. Aber wo ist jetzt Verdansk Gameplay? Das ist doch perfekt jetzt. Than the others. The Gulag and buyback system allowing you to return to play after being eliminated. Das war so geil. Play with your friends for longer. Das war so geil. Make mistakes, which, of course, as Call of Duty players, we suck. So having another shot and keeping our attention spans going well. Überlegt einfach mal diese Idee mit dem Gulag, das war so nice. Ich werde es wirklich nicht vergessen. Also ich sage auch wirklich, das Gulag hat Warzone mit richtig erfolgreich gemacht, diese Idee. Weil erstens hast du so wirklich dieses 1 gegen 1, so es kam nur auf dich an und du hattest eine zweite Chance, im Spiel zu bleiben. Das war... That's what we need with the buybacks. And even though it was a faster pacing and you could respawn, it really didn't sacrifice the build-up to that climax and those epic tales you could tell. Resurgence also came out and goes even crazier than that, respawning for free, but this mode completely changed the fun and pacing of Rebirth Island, which was already a map that was out and known, even in Blackout, their previous Battle Royale. That, in combination with the live service, the new playlists, weapons, Easter eggs, massive events they had, they brought their support for multiplayer to Battle Royales when people were hungry for it. And, of course, it was free crossplay. Resurgence habe ich schon oft gesagt, bin ich immer hin und her gerissen. Mein Modus ist es eigentlich nicht, obwohl ich jetzt wärmer damit werde, aber eigentlich bin ich Battle Royale-Fan. Und das war aber ein riesiger Erfolg für Warzone, glaube ich. Also ohne Rebirth zu Caldera-Zeiten wäre Warzone wirklich komplett gestorben. Zu Caldera und vor allem dann zu Al-Masra-Zeiten. Aber er hat natürlich auch recht, er sagt auch Free-to-Play. Das war ein riesiges Ding, dass das kostenlos war. Letting everyone connect with anyone, getting more people online. But the reason timing was so important, no-brainer, the global pandemic. I think this would have been a success regardless, but that grew it exponentially durch Corona ist das, so many people had time. Durch Corona ist das so durch die Decke gegangen, ne? Ich muss auch sagen, auch ich wäre wahrscheinlich nicht hier auf einen Dienstagvormittag 9:42 Uhr, würde hier für meine YouTube-Videos Content aufnehmen, für was ich hauptberuflich mache, wenn es Corona nicht gegeben hätte. So ehrlich muss man wirklich einfach sein. Ich glaube, viele von euch haben mich wahrscheinlich auch zu der Corona-Zeit kennengelernt. And of course, we had our classic Verdansk. To keep something relevant, though, you need new content. And with so many new players, they needed a lot of it. Nowadays, we see an outcry, though, for Verdansk's return. That original legendary map. But most of the players back then were wie die Maps sich spielen wird. We're eagerly anticipating Verdansk being nuked and completely destroyed. There were teases that a bomb was coming, but then we went back in time on Verdansk before that bomb could blow. And with Cold War's release, it was at least a nice refresh. It gave us a lot of new guns. It was einfach, dann wurde endlich, in Anführungsstrichen endlich, Verdansk genuked und zerstört und dann ging es aber einfach irgendwie zurück in der Zeit. Zum Verdansk 84 war es, glaube ich, ne? Mostly the same game, just with some more improvements and additions. But the snowball kept rolling until a full year later, people were now hungrier than ever for a new big map. That was when we got Caldera. Alle wollten die neue Map. Alle wollten die neue Map. Und wir bekommen Caldera. This wasn't just a new map, though, and an extension of what we knew. No, this was a bigger innovation. They drastically changed the game's style, and while it may seem minor from the outside, some of the changes, and even look the same, how it played was very different. Yeah. You couldn't get a loadout at the start of the game. All the vehicles had changed. With Vanguard Royale, they removed all the old guns, and there was now 2 different playlists splitting the community. Planes were added to the game that not only were very... Das mit dem Loadout muss ich aber sagen, das verstehe ich halt, ne? Wenn neue Leute anfangen, jetzt Caldera auszutesten und die ganzen Leute haben aus Blackout, Cold War damals, glaube ich, ne? Haben da schon ihre ganzen Waffen gehabt und so. Das war am Anfang ein bisschen nervig wahrscheinlich. Oder das haben die halt zum Schutz dieser Leute gemacht. Aber... Also es war schrecklich. Es hat so lange gedauert, bis du ein Loadout bekommen hast. Wirklich von einem auf den anderen Tag ist Warzone wirklich
krank den Bach runtergegangen mit den ganzen Änderungen, die man auch sich hätte vorher denken können, dass es keine gute Idee ist. But they were also completely overpowered. People dropping 60 kill games off of this, and for way too long. Ich kam damit nicht I klar. had to even go back and check this, but it was true. They added red zones that would come down and just blow you up, damage you, just like the worst feature in PUBG. They decided to add to the game at that point. That with guaranteed free self-reses at Zone 3 from fire sales, weapon changes making snipers terrible, giving huge magazines, changing the way guns fired. It made for a big learning curve. And of course, first impressions are very important. Ja. And many people were over it. Arguably, though, ich will wirklich nicht wissen, wie der Player-Account gedroppt ist. Ich will wirklich nicht wissen, was los war in den Headquarters der Studios. Das muss ja wirklich eine Verringerung von, weiß ich nicht, 70%? Ist es zu viel? Was denkt ihr? Von regelmäßigen Spielern, die mit Caldera eingebrochen sind. Gut, es gab noch Rebirth. War wahrscheinlich bei Warzone 2 noch schlimmer, oder? Hier die Roboter, Junge. Geile Waffe gewesen. Gar kein Recoil. Perfekt für mich. We got some of the best updates to the game in this era. Big game bounties, redeploy balloons. But a lot of the rest of the changes were them reverting the new stuff they added or revamping the map, dropping half the foliage on it. A lot of those changes, though, were reverted or fixed. Nate. But still, for many, it was too late. They were gone. Warzone 2 was the next big hope, but sentiment was also... Nach Caldera war die nächste große Hoffnung Warzone 2. Und das müsst ihr euch wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wie das gekracht hat. Wie konnte man eigentlich 2 Jahre lang verkacken? Ich würde so gerne mal mit Ted Timmons einfach so darüber reden, was alles passiert ist. Der ist ja bei Raven Software dabei. So shifting. To their credit, innovating worked massively for them with Warzone in the first place, and many times in Call of Duty's history. The core of Call of Duty and these yearly releases is every time they have a new game to interest new and maybe returning players, a lot of times it neglects or even completely removes what a community loved. Even with Battle Royale coming out in the first place, zombies and multiplayer felt neglected, even though overall a lot of people loved it in this push forwards into Battle Royale. A few years later, though, often they... Es ist nicht die Gorenko, aber erinnert ihr euch an die Gorenko auf Caldera? Was ist da eigentlich passiert? was ist da mit der Gorenko eigentlich passiert? Die wäre heute noch One-Shot, wenn es Caldera bring geben. These things back, and then that's part of the cycle. Even like jetpacks back in multiplayer with Advanced Warfare, double jump, wall running. Brought a lot of new players in from it, but they also lost a massive amount of them until they went back to boots on the ground. They are widening their audience at a cost of losing some of the older players, at least for a period of time. Also er sagt gerade, dass Call of Duty sich irgendwie immer weiterentwickelt, dann werden die Änderungen nicht angenommen, dann verlieren die Spieler und dann gehen die wieder zurück. Was ja jetzt auch wieder der Fall ist. Es ist ja wirklich, der Circle of Life of Call of Duty wiederholt sich ja mal wieder. Wir sind jetzt im 4. Jahr von Warzone und Ende dieses Jahres kommt die erste Map, mit der Warzone gestartet hat, wieder raus. Weil man mit den ganzen neuen Änderungen neue Spieler verloren hat, alte Spieler verloren hat, ein paar neue dazu gewonnen hat, aber wieder zurückgeht und eventuell das Problem hat, dass 2 alte Spieler wiederkommen, die Leute, die aber neu dazugekommen sind, die Änderung von damals nicht mehr mögen. Es ist auch wirklich einfach nicht leicht als Dev, glaube ich. And of which they may have lost anyways just due to the repetition of the game. Games also don't necessarily have to be played in perpetuity. Just because you're not playing some of the classics that you might have loved, even single-player games back in the day, today, doesn't mean that they're bad. I think for many, though, often just preserving the memory is more important than ruining it with something new. And I think that's even been a big sentiment around Halo not getting a Battle Royale. Ganz kurz, unabhängig von dem, was er sagt, so eine Situation waren wir schon alle drin. Dein Teammate geht down, du schaffst es gerade so 2 zu holen und du bist so unter Adrenalin, so unter Strom. Du weißt, du bist auf dich alleine gestellt, du weißt nicht ganz genau, wie viele Leute noch sind, da ist jetzt ein 1 gegen 1 gleich. Du bist so aufgeregt, du bist so stolz. Er ist so angeschwottet, der Facecam. Das waren immer die besten Momente, ohne Scheiß. I think that's even been a big sentiment around Halo not getting a Battle Royale, although they've managed to kill that without it. So, Warzone 2. Not only did the same thing happen with Caldera occur again with Warzone 2, but it was even worse. Ja, da hat's so gekracht. Gutes Standbild an der Stelle, aber was mit, mir fehlen da immer noch die Worte. Mir fehlen da immer noch die Worte zu. I said from the beginning, they should have just called this entire thing something different, just like they did going from Blackout to Warzone. But they also copied so much directly from Warzone
And that was such a popular game. Why would you do that? Warzone 2 it is. They took 5 steps backwards. Es ist, guckt mal bitte, wie viele Leute in seinem Team sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Nee, Banger-Idee, Infinity Ward. Wow, ist das eine geile Idee. To take one forwards. First off, we lost every single item we bought from the store with no compensation. I still believe they should have at least given us our store credit back for this new game. Ja, es ging schon damit los, dass einfach das Loot-System. Entschuldigung. Junge. That's the same game. We also had 150 weapons, a lot to choose from. 150. Tons of balancing and work that had been gone into it. All to be removed down to a third of the options. Habt ihr gesehen, wie lange er gebraucht hat beim Runterspringen ins Visier gehen? Checkt das mal bitte ganz kurz. Ich habe immer Klassenvideos gemacht, da auf sowas achtet man. Schaut mal bitte, wie er springt, aus dem Taktiksprint ins Visier reingeht. Wie lange das gedauert hat damals. Hauptsache alles langsam machen in diesem Spiel. Wirklich, also das ist... Guck dir das mal an. Warte, jetzt. All to be removed down to a third of the options that were mostly new, also worse, and didn't feel as good. Gameplay-wise, everything slowed down, removing many skill mechanics. Wahnsinn. Sniping couldn't one-shot, period. Movement was slower, sliding was pointless, aiming was so visually recoil-heavy that high-powered optics were useless. It was like you're shooting with Bloom again. Everything just came down to luck if you were... Ja, es gab auch keinen einheitlichen Recoil. Ne? Haben sie auch gerne. Dachten, das ist eine geile Idee. Dass es keinen einheitlichen Recoil gibt. Super. Shot. Everybody just used red dots and tried to shoot from far away. Looting even became menu heavy, difficult to pick up and find items since it wasn't floating loot blended in with the terrain. It also forced you to completely stand still, open up a bag, the menu. You spawned into the game with the 2 plate. You had to find an armor. And my favorite part of the change, carrying a third weapon, was removed, as well as third-person mode. They never fixed. Einfach Third-Person-Modus war ein Riesending auf dem Warzone 2 LAN-Event in Los Angeles, wo wir ja auch waren. Aber wer hätte es gedacht, kam beschissen an, wurde rausgenommen und es ist immer noch so krank, dass das ist auch gar nicht so ein großes Ding in Warzone Deutschland gewesen. Ich glaube 1 oder 2 Videos nur, aber du konntest 3 Primärwaffen mitnehmen. Eine SMG, eine AR und eine Sniper. Was? Zum Teufel. Or how about the ping system being removed in favor of everyone having the same exact colored ping that was almost impossible to see because it was white and blended in. Du hast nie gesehen, deine Teammates, deine Pings. New features were getting the things back that we had lost. Gulag 1v1, free loadouts in Zone 2, and loadouts that were squad specific instead of just shared by everybody and being a perfect beacon to just go camp. Unlimited UAVs at the buy station and loadouts that you could buy, not just limit of 1 per. And stimmt, konnte man nur irgendwie 1 oder 2 Drohnen holen am Shop? Mein Gott, ich bin so sauer, wenn ich da schon wieder dran denke. Wirklich. New feature of the blueprint system added back in, which we didn't even have for their new feature of weapons tuning. Remember trying to figure that? Oh mein Gott, Weapon Tuning. Was haben die sich gedacht beim Waffentune? Was haben die sich gedacht? Ich frage mich immer so, geht das nicht durch irgend so ein Gremium an, was irgendwie heißt, wir machen keine Scheiße? Irgendwie, also so ein Scheißgremium, was einfach so irgendwelche Entscheidungen nur mal überfliegt. Nur mal fliegen. Ist es eine gute Idee? Ist es wirklich eine gute Idee, dass man jeden einzelnen Aufsatz noch tunen muss, wenn wir eh schon viel zu viele Waffen haben, auf einer super slowen Map, wo nichts passiert die ganze Zeit? Ja, safe. Lass das bitte machen. That out, as well as even figuring out how to unlock the guns. Now at this point, even more people didn't want to stick around and wait for all of these fixes. And this is just part of it. Feel free to add your comments of why you left if that is you. But even if you didn't play, you can see how many people gave up on the game. It wasn't designed for the same people anymore. Look no further than DMZ. This was the easy base game. Fighting AI, completing missions, your extraction shooter with much lower stakes. Die dachten irgendwie also Infinity Ward dachte irgendwie mit DMZ, schießen sie das nächste große Ding, ne? Aber auch da frage ich mich wieder so, also wer entscheidet das denn? Wer hat denn da die Entscheidung getroffen? Einfach zu denken, dass die Call of Duty Spieler, ja gut, also du hast den Zombie-Modus, aber der Zombie-Modus hat ja auch nicht so eine riesige, also hat eine große, aber nicht so eine große Community wie der Multiplayer und wie die Warzone. Wer dachte denn, dass die Call of Duty Warzone Battle Royale Resurgence Community einen Grundmodus wie DMZ, wo man Bots fightet, als eine gute Idee ansieht? Und wenn ich da schon wieder die Black Side sehe, dann wird mir wirklich schwarz vor Augen. Ich werde richtig sauer auf Dienstagmorgen. Junge. After removing AI, created a moving hotspot to drop on the map. So it's not just Superstore 24/7. Proximity chat has been such a fun change. Das war geil, muss man sagen. Carried the initial launch
for most of us, I think, especially for content. Having bag space to carry loot after removing the different bag sizes and managing those. Nukes! Getting 5 wins in a row. Auch geil, aber da muss man dazu sagen, okay, nee, nevermind. Die Nuke war krass. Die Nuke war krass, Proxy-Chat war auch krass. Unlock a secret contract. Nuke war so heftig, Alter. Entire map gave such an incredible long stretch goal for fun attempts to stop as well. And of course, the Reconnect feature. One of the most needed things in such a long session. Und Reconnect. Aber Reconnect hat auch ewig gedauert. Das hat Raven, glaube ich, reingebracht, ne? Such a huge climax. Of course, I haven't even mentioned cheaters yet. Yeah. Similar to disconnects, with such a big buildup, getting your experience completely ruined by something that's outside of your control will often ruin your whole night, especially if you only have a couple games to play. And that was the one you're finally getting things going your way. It was looking like a win. Gone. Did start Ricochet anti-cheat that has banned Anfang vom Ende, Ricochet. a lot of players, but also with less people even playing the game, there's going to be less cheaters and less of a market for the cheating companies to create those for. Either way, whatever the effect was, we did see improvements into Caldera and Warzone 2. It did also mean inaccurate bans and people mass reporting to even falsely ban people. That whole problem, though, is not something that's unique. Aber es hat, Entschuldigung, es hat auf jeden Fall trotzdem, muss man trotzdem sagen, es hat ein bisschen was verbessert. Ich kann mich daran erinnern. To Call of Duty. More so, I think it's a reason many people leave multiplayer games in the long run across the entirety of it, but definitely worth mentioning here too. Which leads us to Warzone 3. So. Technically. Und da muss man dazu sagen, ich werde das nicht vergessen, Los Angeles für Warzone 2 Release war so geil, Alter. Wir hatten so ein geisteskrankes Hotel. Das Event war irgendwie krasser. Wir waren direkt am Santa Monica Pier. Wir wurden da wirklich verwöhnt bis zum Get No More. Warzone 3 waren wir irgendwie in Koreatown oder so. Auf jeden Fall in so einem nicht ungefährlichen Gebiet Los Angeles, habe ich so das Gefühl. Also da waren wirklich verrückte Gestalten, die da rumgelaufen sind. Beispiel A, einer ist oberkörperfrei auf komplett Fentanyl schreiend in die Hotellobby gelaufen. Okay. Das Essen war nicht so nice. War alles irgendwie ein bisschen komisch. Aber Warzone 3 war geil. Also hoffe ich mal, dass wir nächstes Jahr oder dieses Jahr, falls man nochmal eingeladen wird, so ein Mittelding hinkriegt. It's not called that, but for the sake of clarity here, we can use it. This was the release of the Urzikstan map with Modern Warfare 3. Es war geil. Now, at this point, Es war geil. we still have the diehards who played through Warzone 2, watching it revert back all of its changes, and a new wave of returning players finally able to play the game that they loved. Da haben wirklich viele wieder angefangen zu spielen, muss man sagen. Are back. Dr. Disrespect, Tim the Tatman, Nick Merckx. Of course, there was more issues there because of Call of Duty's bad decisions, but that's another topic. Of course, Die Geschichte rund um Nick Merckx Aussage, Junge. Es hätten so viele Skins von Creatoren wie bei Fortnite auch ins Spiel geschafft, aber Nick Merckx musste alles versauen. Oder Call of Duty, wie man es nimmt. That means, though, many of the new players they acquired in Warzone 2 are now pissed. They're on the way out. They got into DMZ and then they're phased out. Das ist halt das Ding, ne? Die ganzen, es hat eine DMZ-Community angefangen zu existieren. Die Leute haben mit Warzone 2 vielleicht angefangen zu spielen und fanden es cool. Genauso wie Modern Warfare 2, der Multiplayer. Und die haben jetzt zum Beispiel auch wieder keinen Bock zu spielen, ne? Das ist halt das Ding, weil die das andere Spiel gewohnt sind. Quit. The other players who liked that slow-paced Battle Royale, no sliding, more tactics-heavy, wanting an easier game. Taktik ist aber auch Quatsch, das so zu nennen. Are disappointed that it's sped up again. Campen war das. Nonetheless, this felt really like the Warzone 2, an expansion of what we had originally had. Das in hätte Warzone 2 werden rather sollen. than something completely different again. Loadouts finally weren't taken away from us. In fact, with more loot, starting events, and static buy station locations again, it was even easier. There's built-in overkill perk. Meant that you didn't have to hit loadout twice or buy another gun. They added new features that actually made sense, like having a pistol in the water. Ja. Making Ted Timmis. Junge, ich weiß noch, wie stolz er darauf war, als er das präsentiert hat auf dem Warzone 3 Event. Swimming that they added in Warzone 2 feel even better. And we even got more back from Warzone 1, like scavenger contracts, having ammo in a separate bag space. You don't need to juggle it with your other wurde loot. einfach vereinfacht. Sniping was Viel also besser. back with high velocity one-taps. Blueprints are there from the start, and loadouts are simpler to make. 5 base attachments, even updates to the weapon balance, and the broken weapons in the game are happening at a much faster rate. The movement, the skill gap is present, although it's still easier than a lot of other games out there, especially with the ease of regain in Warzone and the relatively faster time to kills. There's equipment variety with more useful items like the heartbeat sensor.
Ich frage mich, also ich würde mir wünschen, dass dieser Typ von The Little Things, ihr erinnert euch auf das Video, was ich reagiert habe, ich würde mir einfach ein Video von ihm wünschen, wie er es sieht, wie man es hätte besser machen können. Checkt ihr, was ich meine? Also so Warzone, the big thing. Und dann einfach so seine Idee, weil er hat safe geile Ideen, wie man Warzone, also von Verdansk auf Caldera, wie man das hätte besser machen können. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich glaube, eine neue Map, Caldera war halt keine geile Map so, aber Urzigstان wäre zum Beispiel eine geile Map gewesen. Also hätten die Urzigstán früher reingebracht, dann hättest du aber immer noch das Waffenproblem gehabt, dass immer mehr Waffen drin sind, weil die Battle Royale Releases ja immer an einem Multiplayer Release gekoppelt sind. Weil das natürlich auch wahrscheinlich im Hintergrund politische Gründe hat, ne, dass das immer gekoppelt ist, damit Leute sich auch MW3 kaufen und so. Das ist halt eine, ich weiß nicht, habt ihr Ideen? Schreibt es in die Kommentare. Es ist eine einzige Verwirrung. Es sind so viele verschiedene Unternehmen drin, politische Entscheidungen und so. Es war, glaube ich, der Downfall zu der Peakzeit von Warzone war, glaube ich, nicht aufzuhalten. Weil jeder was verbuchen möchte, ja. Radars, frags, different perks that you can actually use. That makes sense. And the live support for it has been solid. Season 1 and now Season 2 were well executed with a lot of great improvements. You have better warnings. Now knowing when you're on UAV visually, precision airstrikes, more similarly indicated like clusters. They already added another new map and ranked. Warzone 3 overall has brought a new level of optimism, and I've seen more players come to the game. Auch krass, wie schnell Ranked eigentlich reingekommen ist, ne? Auch wenn es für den falschen Modus ist, meiner Meinung nach. Than I have in a very long time. Although, still nothing like the past. The key is for them over all of this time, they just keep releasing so much content. And someone like me who makes daily content across multiple channels, it also lets me thrive with more to make videos on. Gives the regular players something more to do every single time they go on. Of course, even the new game hasn't been flawless, though. Even with those updates, Season 1 Reload, you may have seen how unplayable that was probably the worst update that they had ever. Das war das schlechteste Update der Geschichte von Call of Duty. Ich habe ein Video dazu gemacht. Digga, da hat ja nicht funktioniert. Ever dropped in the history of the game. Ranked, which came out, is only there for resurgence. Again, turning away a lot of the audience that was there for the big das ist so traurig immer noch. Battle Royale Ranked. But does interest new players, especially in their lead up to the return of Rebirth. There's still server lag, packet loss, dev errors, getting stuck in rocks, texture glitches with buildings appearing out of nowhere, grass disappearing. Von wann ist das Video? Weil das ist ja eigentlich mittlerweile gepatcht worden. Vor 3 Wochen, okay. Completely, and rocks not showing up, hackers floating above the map as well as being below it, and still enemy audio not being prioritized over other sound effects. It requires. Never forget. Wirklich, das haben die. Warum? Warum ist es bei der Planung immer keine oberste Priorität, dass gegnerische Schritte wichtiger sind als der Soundeffekt von einem Präzisionsluftschlag? Erklär's mir, oder von einem Cluster, der, by the way, 1000-mal stärker geworden ist im Vergleich zu Warzone 2. A perk to hear well, and software many of the top PC players use to let them hear the important noises, giving them a massive advantage. They also reverted back to 100 players from their staple of 150, because they also decreased the time of the game to 20 minutes. And while they say now it wasn't because of performance, back in Warzone 2, they did decrease player count because of performance. And that's just now stuck around. So while less players does slow the game down, shorter times of the games and denser loot does help to at least balance it back out. And yeah, they still have the old guns, but none of them are even viable since they're so much worse than. Die Warzone 2 Waffen, da habe ich ja jetzt erst, ich weiß nicht, wann die Reaction hier online kommt, aber da habe ich erst ein Video dazu gemacht. Loslassen. Warzone 2 Waffen. So, why are people still playing? Yes, there has been a massive fall off since the pandemic times for players. People are back outside with their real lives. That timing phenomenon is over. Just like the timing for many of us back in school playing our favorite Call of Duty multiplayer game. COD 4, maybe it was the Modern Warfares, Black Ops, doing some zombies Easter eggs. But also for a lot of us, gaming is still life. I've wanted to play games just as much before, during, and now after the pandemic. I need something to play. And FPS-wise, especially this style, is one of my favorites. Safe. Battlefield stole me. Ich feiere, also ich will jetzt auch immer noch, jeden Tag will ich es spielen, aber mein größter Concern, ja, wie die Experten, wie hier das so nennen, ist einfach
dass die weg vom Battle Royale aktuell gehen und das finde ich so traurig. Away in the past for a long time, but now they're not even competing anymore. They ditched their Battle Royale. And while I play a lot of other games, none drop as much content at a fast pace for this type of game that I want to play. COD, while it may not be perfect, is still giving us tons to do. It also is already so popular, being good at it gives you more cred than a lot of other smaller games when it comes especially to the masses. But it is an infinite cycle for Call of Duty that hopefully you see a little bit more clearly now. Abandoning part of or... sagt ja, dass es immer so viel neuen Content gibt im Vergleich zu anderen Spielen. Aber ich muss dazu sagen, ich kann das auch nicht sagen. Also er weiß es wahrscheinlich besser, weil er sagt ja, dass er auch Content zu anderen Spielen macht. Ich sehe da Fortnite. Fortnite würde ich schon sagen, dass die ähnlich viel Content haben. Und halt diese geistkranken Live-Events und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, ob man den Content, den man jetzt in Call of Duty macht, auch in League of Legends findet. Oder in Fortnite. Gibt es noch Fortnite-Content Creator, die jetzt nicht einen Cash Cup spielen oder eine Viewing Party machen oder so? Gibt es die noch? Ich weiß nicht. Ich glaube, selbst Standard-Skill und so, die spielen alle jetzt GTA Roleplay oder andere Games oder spielen Minecraft. Gibt es so Leute, die Videos zu Waffen machen? Nicky30 fällt mir jetzt so ein, der macht auch viel Customs und so. Keine Ahnung. After they make all their mobile money, I'm sure it's going to be part of the cycle here too. But I am also somewhat worried from all of the layoffs after the acquisition by Microsoft. Ja, die haben so viele Leute. We could be in for another rough ride for the next Call of Duty. Das ist halt einfach nicht gut, dass sie so viele Leute entlassen haben. Ne? Das heißt einfach nicht nicht viel neuer Content. Duty drop. Meaning we could get a lot less content for the communities they're already trying to sustain, and I wouldn't be surprised if this is another round of overhauling the system again. Which also brings me to my content. I went all in for Warzone 3's launch, daily videos here leading up to it and the launch of it, but I also want this channel to focus more on bigger content, fun, funny videos like my YOLO series, I actually just recorded some today, spectating tips, commentaries, and other FPS games. So I'm taking Womit ist der denn so erfolgreich geworden eigentlich? a lot of my daily gameplays, weapons testing, and longer live stream content. 7,8 Millionen Aufrufe. Alright, squad, be advised. This is a I'm the random matchmaking commanding squad. officer for this operation. Alright, Need you Niner. falling in line and rallying on my waypoint. Fuck, dude, that Are you gonna actually lead us sounded to like victory? it came from the game. Okay. Think you gonna lead us to victory? That's a big 10-4 on that one. As long as Okay, er hat so Roleplay gemacht mäßig. one target knocked on the roof. Oh, Digga, diese Geräusche alleine schon wieder. Also ich habe gerade wirklich... Oh. Roms. My plays and my moments channels. I'll still post a lot of the crazy stories like nukes, fast crews, some of the biggest collabs and events that they'll do here, but I really want to continue to up the quality for you guys rather than just the quantity. And if I've missed anything about macht er immer this noch. too, Okay. discuss in the comments, but please keep it civil. You guys always are great with that. I've really wanted to make this video every couple of months for the last year or two, but so much kept changing. Ja, ein gutes Video auf jeden Fall. Gute Zusammenfassung, würde ich behaupten. Und ich hoffe auch euch hat diese Reaction gefallen. Kleiner Side-Effekt für die Leute, die bis hierhin geguckt haben. War meine erste Reaction des Tages heute, deswegen hat es den einen oder anderen so ein bisschen gekracht. Aber ich hatte auch erst einen doppelten Expressi. Was soll ich jetzt sagen? Guck mal, wer möchte hier wissen, auf welchem Stuhl ich sitze? Das ist ein Hermann Miller Aeron. Hampf wollte es wissen. Hampf. Liebe Grüße. Super Typ. Ja, ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, halt die Ohren steif. Wir sehen uns. Ciao, ciao.